Leute, ich hoffe, dass es euch super geht. Heute gehen wir zu einem richtig schönen Leseevent und ich denke, es ist die perfekte Gelegenheit, vorher kurz über einige der bekanntesten und besten Werke der deutschen Literatur zu sprechen. Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Muhaddese Muhi. Ich komme aus dem Iran, aber ich wohne in Deutschland und ich bin Deutschlehrerin. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Ab dem B2-Niveau ist das Lesen deutscher Bücher meiner Meinung nach eine der besten Möglichkeiten, Deutsch weiter zu verbessern. Gleichzeitig lernt man dadurch die deutsche Kultur viel besser kennen und die Bücher, die ich euch gleich vorstelle, haben einen enormen literarischen Wert. Selbst in der eigenen Muttersprache sind sie absolut lesenswert. Aber lest ihr gerne? Wie oft lest ihr? Und wenn ihr schon deutsche Bücher gelesen habt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches euer Lieblingsbuch ist. Jetzt möchte ich euch 10 sehr bekannte deutsche Schriftsteller vorstellen. Einige von ihnen kommen aus Deutschland, andere haben auf Deutsch geschrieben und gehören trotzdem zu den wichtigsten Autoren der deutschsprachigen Literatur. Gestern war ich bei Thalia und habe Videos von Büchern aufgenommen, die ich euch vorstellen möchte. Los geht's! Schauen wir sie uns gemeinsam an. Also fangen wir mit Johann Wolfgang von Goethe an. Goethe ist wahrscheinlich der bekannteste deutsche Schriftsteller überhaupt. Er schrieb Gedichte, Romane, Theaterstücke und philosophische Texte. Seine Werke gehören vor allem zur Klassik und beschäftigen sich oft mit Liebe, Freiheit, Wissen und dem Sinn des Lebens. Ein bekanntes Buch von Goethe ist Die Leiden des jungen Werthers. Es erzählt von einem jungen Mann, der sich unglücklich verliebt. Das Buch ist sehr emotional und romantisch. Aber sein berühmtestes Werk ist Faust. Darin geht es um einen Mann, der mit seinem Leben und seinem Wissen unzufrieden ist. Deshalb schließt er einen Pakt mit dem Teufel. Nummer 2. Friedrich Schiller. Schiller war Dichter und Dramatiker. Er schrieb vor allem Theaterstücke über Freiheit, Macht, Gerechtigkeit und politische Konflikte. Seine Sprache ist oft sehr kraftvoll und dramatisch. Zu seinen bekanntesten Werken gehört Die Räuber. Darin geht es um 2 Brüder, Neid, Familienkonflikte und so weiter. Und in Wilhelm Tell hier erzählt Schiller die Geschichte eines Mannes, der sich gegen Unterdrückung wehrt. Viele kennen die berühmte Szene, in der Wilhelm Tell einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen muss. Und ein weiteres wichtiges Stück ist Maria Stuart über den Konflikt zwischen Maria Stuart und Königin Elisabeth I. Nummer 3. Thomas Mann. Thomas Mann gehört zu den wichtigsten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts. Ja. Er schrieb anspruchsvolle Romane über Familie, Gesellschaft, Kunst und den sozialen Wandel. Sein Roman Buddenbrooks erzählt die Geschichte einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie über mehrere Generationen. Dabei sieht man, wie die Familie langsam an Einfluss und Reichtum verliert. Der Zauberberg spielt in einem Sanatorium in den Schweizer Bergen. Der Hauptcharakter besucht dort eigentlich nur einen Verwandten,
bleibt aber mehrere Jahre. Das Buch beschäftigt sich mit Krankheit, Zeit, Politik und dem Leben. Auch der Tod in Venedig ist sehr bekannt. Es geht um einen älteren Schriftsteller, der in Venedig von der Schönheit eines jungen Mannes fasziniert ist. Es wurde auch verfilmt. Nummer 4. Hermann Hesse. Hermann Hesse schrieb besonders häufig über Selbstfindung, und Spiritualität, Einsamkeit und die Suche nach dem eigenen Lebenszweck. Seine Bücher sind philosophisch, aber gleichzeitig sehr persönlich und emotional. In Siddhartha geht es um einen jungen Mann, der nach innerer Ruhe und Weisheit sucht. Er probiert verschiedene Lebenswege aus, bevor er seinen eigenen Weg findet. Ein weiteres bekanntes Buch ist Demian, das konnte ich aber leider hier nicht finden. In Demian geht es um das Erwachsenwerden und darum, seine eigene Identität zu entdecken. Der Steppenwolf erzählt von einem einsamen Mann, der das Gefühl hat, aus 2 verschiedenen Persönlichkeiten zu bestehen, einem Mensch und einem wilden Wolf. Nummer 5. Franz Kafka. Kafka war ein deutschsprachiger Schriftsteller aus Prag. Seine Geschichten sind oft düster, absurd und geheimnisvoll. Die Figuren fühlen sich häufig hilflos, verwirrt oder von einer unverständlichen Gesellschaft kontrolliert. Zum Beispiel in der Prozess wird ein Mann plötzlich verhaftet, ohne zu wissen, was er getan haben soll. Sein bekanntestes Werk ist die Verwandlung. Darin wacht Gregor Samsa eines Morgens auf und stellt fest, dass er sich in ein riesiges Insekt verwandelt hat. Die Geschichte zeigt, wie seine Familie mit dieser Situation umgeht. Nummer 6. Erich Maria Remarque. Erich Maria Remarque schrieb vor allem über Krieg, Verlust, Heimatlosigkeit und die Folgen von Gewalt. Seine Bücher sind realistisch, emotional und oft sehr kritisch gegenüber dem Krieg. Sein berühmtestes Buch ist Im Westen nichts Neues. Es erzählt die Geschichte junger deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg. Sie gehen zunächst voller Hoffnung an die Front, erleben dort aber Angst, Tod und Zerstörung. Wir sind jetzt an der Westfront. Im Westen nichts Neues wurde mehrfach verfilmt. 2022 gewann es 4 Oscars, ich denke. In 3 Kameraden geht es um Freundschaft, Liebe und das Leben nach dem Ersten Weltkrieg. Arc de Triomphe erzählt von einem deutschen Flüchtling, der kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ohne gültige Papiere in Paris lebt. Nummer 7. Bertolt Brecht. Brecht war Dramatiker, Dichter und Theaterregisseur. Seine Werke sind politisch und gesellschaftskritisch. Er wollte nicht nur unterhalten, sondern das Publikum auch zum Nachdenken bringen. In Die Dreigroschenoper kritisiert Brecht soziale Ungleichheit, Armut und die Moral der Gesellschaft. Der gute Mensch von Sichuan stellt die Frage, ob ein guter Mensch in einer ungerechten Gesellschaft überhaupt überleben kann. Nummer 8. Heinrich Böll. Böll schrieb oft über das Leben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine Werke beschäftigen sich mit Kriegserfahrungen, Religion, Gesellschaft, Medien und politischer Macht. Sein Stil ist manchmal satirisch. In Die verlorene Ehe von Katharina Blum geht es um eine junge Frau, deren Leben durch Medien zerstört wird. Frau Blum, zum Verhör. Millionen lesen die Romane von Heinrich Böll. Die aktuellste Erzählung des Nobelpreisträgers wurde zum erregenden Filmreport über eine gefährliche Krankheit unserer Zeit, den Meinungsterror. Ansichten eines Clowns
erzählt von einem Künstler, der sich einsam fühlt und die Moral der Gesellschaft und der Kirche kritisiert. Ja, dieses Buch habe ich auch genossen. Natürlich zeige ich euch nicht alle Bücher von jedem Autor. Ich nenne nur ein paar bekannte Werke und außerdem sind auch nicht alle Bücher hier vorhanden. Nummer 9. Günter Grass. Günter Grass schrieb Romane, Gedichte und politische Texte. Seine Werke verbinden Geschichte, Fantasie, Humor und Gesellschaftskritik. Besonders häufig schrieb er über den Nationalsozialismus und die deutsche Vergangenheit. Sein bekanntestes Buch ist Die Blechtrommel. Der Hauptcharakter Oskar beschließt als Kind nicht mehr zu wachsen. Mit seiner Blechtrommel beobachtet und kommentiert er die Gesellschaft während der Zeit. Ja. Die Blechtrommel wurde 1997 verfilmt. Ja, der Film gilt als einer der bedeutendsten deutschen Filme überhaupt. Ja, gewann Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Ja, 1980. Truhe und dann kann das Oscarchen wieder aufstehen. Nur wachsen wollte er nicht mehr. Kein Zentimeterchen. Und Nummer 10 ist Patrick Süskind. Ich hoffe, dass ich seinen Namen korrekt ausspreche. Leider konnte ich gestern in der Thalia Buchhandlung keine Bücher von Patrick Süskind finden. Deshalb spreche ich über ihn gerade hier. Patrick Süskind ist ein moderner deutscher Schriftsteller. Seine Werke sind oft psychologisch und spannend, ja, kann man sagen. Also er schreibt über ungewöhnliche Figuren, Außenseiter und menschliche Obsessionen. Ja, diese Themen finde ich wirklich sehr interessant und spannend. Ja, sein berühmtestes Buch ist Das Parfum. Es spielt in Frankreich des 18. Jahrhunderts und erzählt von Jean-Baptiste Grenouille, einem Mann mit einem außergewöhnlich guten Geruchssinn. Ja, er möchte das perfekte Parfum herstellen und wird dabei zu einem Mörder. Ja, und dieses Buch wurde auch verfilmt und den Film fand ich auch sehr interessant. Ein weiteres bekanntes Werk ist Die Taube. Darin verändert die Begegnung mit einer Taube plötzlich das ruhige und kontrollierte Leben eines einsamen Mannes. Auch der Kontrabass ist sehr bekannt. Es handelt von einem Musiker, der über sein Instrument, seine Arbeit und sein unzufriedenes Leben spricht. Die Verwandlung und Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Ja, das fand ich wirklich sehr spannend. Und, darüber werden wir später sprechen. Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll. Ja. Demian und der Steppenwolf, ja, von Hermann Hesse. Beide Bücher habe ich hier und die habe ich auch gelesen. Die fand ich auch interessant. Amerika von Franz Kafka. Dieses Buch fanden wir eigentlich, das fanden wir nicht in der Thalia Buchhandlung. Nee. Ja, das habe ich auch gelesen. Das fand ich nicht sehr spannend und interessant, ehrlich gesagt. Ja. Und ich habe auch 3 Bücher, die ich euch gerne vorstellen würde. Das erste Buch ist Der Ausflug der toten Mädchen und andere Erzählungen. Also von Anna Segers, ich denke. Ja. Das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Ja. Und auch dieses Buch fand ich sehr, sehr interessant, spannend, nachdenklich. Ich liebe die Bücher
über Frauen, ja. Und wenn sie meisterhaft geschrieben wurden, dann werden sie auf jeden Fall meine Lieblingsbücher. Von Peter Hanke, Die linkshandige Frau. Ja. Auf jeden Fall empfehle ich euch, dieses Buch zu lesen. Und auch Achtsam Morden. Das war eigentlich das erste Buch, das ich in Deutschland gekauft habe. Ich denke, wann war das? Vor einem Jahr. Ja, genau, vor einem Jahr habe ich das gekauft. Achtsam Morden, von Carsten Dusse. Das fand ich wirklich spannend. Und interessanterweise gibt es auch eine Serie mit dem gleichen Namen. Und das habe ich auch angeschaut und das fand ich auch spannend, die Serie. Das empfehle ich euch auf jeden Fall. Ja. Und einige Bücher aus dieser Liste hatte ich eigentlich damals auf Persisch gelesen, wie zum Beispiel Bücher von Goethe. Ja. Wie heißt das auf Deutsch? Ja, die Leiden des jungen Werthers. Und das ist wirklich romantisch. Ja, ich liebe keine romantischen Bücher, ehrlich gesagt, aber das war wirklich sehr meisterhaft geschrieben. Und auch Siddhartha, gutes Buch. Und der Prozess von Franz Kafka habe ich leider auf Persisch gelesen. Faust auch auf Persisch. Und ja, die Ansichten eines Clowns, ist das? Ich denke, ja, Ansichten eines Clowns. Ja, das habe ich, genau, das habe ich auch auf Persisch gelesen. Wirklich, das war ein sehr gutes Buch. Und was noch? Ja, das war's. Ach so, das waren 10 der bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller. Ihre Bücher sind sehr unterschiedlich. Ne? Manche schreiben über Liebe und Selbstfindung, wie zum Beispiel Goethe. Andere über Krieg, Politik und gesellschaftliche Probleme. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen dieser Autoren kennt ihr schon? Und welches dieser Bücher würdet ihr gerne lesen? Ach so, wie ich gesagt habe, gehen wir heute zu einem Event. Es findet heute in Köln statt und wird vom Offline Club Köln organisiert. Das ist übrigens die E-Mail, die wir vorher bekommen haben. Unsere Handys werden für 1 Stunde ausgeschaltet und ich finde, das ist wirklich eine tolle Idee. Wie in der E-Mail empfohlen, sollten wir eine Picknickdecke mitbringen. Da wir in unserem ersten Jahr in Deutschland noch keine gekauft haben, machen wir das jetzt schnell. Beide sind schön. Welche Decke findet ihr schöner? Das ist eine Kühltasche. Sehr praktisch. Damit kann man die Getränke kühl halten. Das finde ich wirklich sehr praktisch. Nehmen wir das? Ja? Jetzt holen wir noch ein paar Snacks und etwas zu trinken. Es wurde empfohlen, selbst etwas mitzubringen. Wir nehmen heute Obst mit, weil wir bei der Hitze ehrlich gesagt auf nicht so schweres Appetit haben. Und natürlich ganz viel Wasser und kalte Getränke. Ich habe alles in unsere Kühltasche gepackt. Hoffentlich bleibt alles schön kühl. Wir sind angekommen. Es beginnt um 15 Uhr, aber uns wurde gesagt, dass wir um 14:45 Uhr hier sein sollen. Wir haben die Teilnehmer des Events gefunden. Da, ja.
Mein Mann liest auf seinem iPad, weil er Gedichte liebt und seine Gedichtsammlung dort gespeichert hat. Ich habe aber diese beiden Bücher mitgebracht. Das erste habe ich schon ziemlich weit gelesen und dachte, dass ich es vielleicht heute fertig bekomme. Deshalb habe ich vorsichtshalber noch dieses Buch als Backup eingepackt. Darauf freue ich mich schon sehr. Im Moment lese ich Dead Poets Society von Kleinbaum. Vor ein paar Jahren habe ich den Film gesehen und war total begeistert. Normalerweise gefallen mir Bücher besser als ihre Verfilmungen, aber ganz ehrlich, in diesem Fall finde ich den Film sogar noch besser als das Buch. An diesem Event nehmen ungefähr 400 Menschen teil und in ein paar Minuten geht es los. Mein Handy ist noch nicht ausgeschaltet, aber gleich kann ich nicht mehr filmen. Ich wollte nur noch sagen, draußen zu lesen macht unglaublich viel Spaß. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, das war eine sehr schöne Erfahrung. Eine Stunde offline, fern vom Handy. Das hat einfach gut getan. Zum Abschluss lassen wir den Tag noch mit einem richtig leckeren Essen ausklingen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Danke!